Elke Tombers ist gelernte Modistin. Ein traditionsreicher Handwerksberuf, bei dem sich alles um den Hut dreht. Am Anfang steht immer ein Kunde mit einer mehr oder weniger klaren Vorstellung. Morgen. Hallo, guten Morgen. Ich interessiere mich für einen neuen Filzhut. Ja, sehr schön. Irgendwas Besonderes. Ja. Eine breite Krempe oder schmale Krempe könnten wir schon mal vorab klären. Darf ruhig ein bisschen breiter Ja, sein. gerne. Ich würde vorab mal Ihre Kopfweite messen, um mal zu gucken, welcher Hut denn gut passen würde. So, legen wir hinten am Kopf an und dann schauen wir mal. 58. Ich habe mich ja auf das Handwerk der Herrenhüte spezialisiert oder Männerhüte. Ich liebe die Geradlinigkeit. Ich liebe es, wenig zu dekorieren, aber viel über die Form zu machen, zum Beispiel Kronen aus der Hand zu formen. Ja. Und das ist so mehr mein Fokus, einfach die sehr geradlinig zu halten. Form, Farbe, Garnitur. Am Ende muss alles zusammenpassen, auch der fertige Hut zum späteren Träger. So. Also ich bin ja schon bei diesem erdigen Ton. Ne? Das ist ja auch so in der Art, wie Sie den jetzt auf dem Kopf tragen. Das sieht auch toll zu Jeans aus, ne? Zu dem Look, den Sie jetzt auch tragen. Und wenn das so Ihre Farben sind, diese Blautöne, Cameltöne, ja, kann ich mir gut vorstellen. Schön, Ja, freut mich. freue ich mich. Es wird ein Fedora, ein echter Klassiker unter den Herrenhüten. Die Arbeit am Hut beginnt jetzt mit etwas, das für den Laien eher aussieht wie ein weicher Schlapphut. Ein Stumpe, auch Kaplin genannt. Ausgangsmaterial für alle Haar- und Wollfilzhüte. Ich werde diesen Rohling jetzt einsprühen mit Wasser. Der muss sich schön vollsaugen, weil ich die Weichheit von diesem Stumpen nachher brauche, um den vernünftig zu ziehen. Also der muss richtig Wasser eindringen und dafür brauchen wir jede Menge und man wird dann gleich auch spüren, jetzt ist er noch relativ leicht. Das Wasser dringt gleich ein und dann kann der danach noch mal 10 Minuten liegen, um sich richtig voll zu saugen. Unser Stumpe besteht aus fein gefilzter Schafwolle. Die kommt aus Portugal und wird auch dort hergestellt. Ich muss mir bei dem Hut, hier bei dem Rohling, bei dem Kaplin, noch die Mitte markieren, weil das geht nämlich nachher ganz schnell. Wenn ich den aus dem Topf raushole und über die Form ziehe, ist der so heiß, da kann ich nicht lange überlegen, ob ich die Mitte getroffen habe. Also habe ich zweckmäßig mir angewöhnt, einfach die Mitte zu markieren. Stumpenfilzen ist ein eigenes Handwerk. Ein gut gefilzter Rohling ist auch wichtig bei der Herstellung eines Hutes, denn gleich muss das Material einiges mitmachen. Wasser, Hitze und kräftiges Dehnen, und trotzdem darf nichts reißen. Jetzt geht's erstmal ins Dampfbad. Hitze und Feuchtigkeit machen den Filz weich und formbar. Wir brauchen jetzt ungefähr 20 Minuten. Ich werde den zwischenzeitlich noch mal etwas runterdrehen, aber dann zum Schluss auch noch mal auf die 90 Grad bringen. Alte Holzformen geben dem Hut seine spätere Form. Für jede Kopfgröße steht hier das passende Modell im Regal. Alle alt und alle aus Holz. Die Krempe wird auf einen Rahmen gesetzt, die Krone auf einen passenden Ständer. Damit die alten Formen ihre Patina nicht an den Wollfilz abgeben und sich später auch gut vom Filz lösen lassen, werden sie sorgfältig überzogen. Und auch hier ist Wasser wichtig. Kann man wunderbar sehen, wie das Wasser dafür sorgt, dass die Folie schön hält. Auch unser Filz wurde werksseitig bereits veredelt. Im Fachbegriff nennt man das Appretur.
Das sind ganz alte Formen. Man weiß nie, welche Appartur da drin steckt von anderen Hüten oder vielleicht, dass Farben abgefärbt haben. Und bevor ich das nachher in meinem neuen Filzhut habe, dass sich das da reinarbeitet, nutze ich das und überziehe die mit dieser Folie. Und das hält wunderbar. Das habe ich beim Kopf gemacht. Genau das gleiche Verfahren wie beim Rand. Nach 20 Minuten wird der Stumpe aus dem Dampfkessel geholt. Heiß und feucht zieht ihn Elke zuerst auf die vorgefertigte Kopfform. Der Rohling bekommt die gewünschte Hutgröße. Alles muss schnell gehen, bevor das Material wieder auskühlt und an Elastizität verliert. Die Markierung in der Mitte war wichtig, denn wenn der Rohling jetzt schief sitzt, fehlt hinterher an der Krempe der Filz. Eine Arbeit, die neben handwerklichem Geschick vor allem viel Kraft braucht. Herrenhüte herzustellen, war deshalb früher reine Männerarbeit. Die Kordel, die Elke jetzt spannt, besteht aus Nylon, einem festen, elastischen Material. Sie markiert die Stelle, wo später Kopf und Krempe aufeinandertreffen, die sogenannte Hutschulter. Mit einem Falzbein wird sie dann in die richtige Position geschoben, an die untere Kante unserer Kopfform. Auch das eine Arbeit, die Präzision und Ausdauer verlangt. Für mich macht die Arbeit einer Modistin oder das Handwerk einer Modistin aus, das Arbeiten mit den tollen Materialien, alles ist so schön weich und schmiegsam und wenn es dann mit der Hitze in Verbindung kommt, was man dann in Verbindung mit den Holzköpfen oder Holzformen alles daraus machen kann. Das ist schon ein schönes Gefühl, auch in der Handarbeit. Der erste Schritt zum Hut ist jetzt geschafft. Der Kopf hat die richtige Größe, jetzt wird die Krempe ausgearbeitet. Davor wird aber erstmal geglättet mit Dampf. Für die Krempe kommt der Rohling mitsamt seinem Holzkopf kopfüber in die vorbereitete Form. Und dann wird auch hier erst geglättet. Das Ziehen hat im Material seine Spuren hinterlassen. Der Filz ist uneben und wird durch das Dämpfen wieder glatt und weich. So, und jetzt muss ich noch den Rand fixieren. Auch dafür braucht Elke wieder Nägel und Kordel. Nur so bekommt der Filz die richtige Spannung und sitzt später gerade. Die Kordel sitzt, der Krempenrand ist fixiert. Okay. Letzte Unebenheiten und Dellen werden mit Dampf herausgebügelt. Mit dem Glattstreichen von dem Filz bringe ich die ganzen kleinen Filzhärchen noch mal so in eine Reihe, damit es schön sauber aussieht und vor allen Dingen, dass man die Unebenheiten sieht, wenn welche drin sein sollten. Und daher fühle ich auch immer noch mal so drüber, fühlt sich aber super glatt an. Das nennt man im Übrigen Touren. Unser Hut wird gleich über Nacht trocknen. Danach hat der Filz die Form angenommen, die er durch das Aufziehen bekommen hat. Gut. Jetzt geben wir dem noch mal ordentlich Dampf, um auch da noch mal so die allerletzten Dellen rauszuholen. Und dann gehen die Härchen alle schön in eine Richtung. Und jetzt darf der Hut über Nacht schlafen gehen. Der nächste Morgen. Die Werkstatt liegt direkt neben dem Hutgeschäft.
Bevor sich Elke wieder den Hüten widmet, gilt ihre erste Aufmerksamkeit den Kollegen und den Blumen. Ach, hallo, guten Morgen. Na, seid ihr schon da? Das ist ja schön. Ja, natürlich. Welch wunderbare Begrüßung. Das Hutgeschäft Diefenthal in Köln gibt es schon seit über 100 Jahren. Eine lange Tradition. Zurück in der Werkstatt. Ja. Jetzt über Nacht ist der Hut wunderbar getrocknet. Fühlt sich ganz toll an. Schön trocken und vor allen Dingen fühlt er sich ganz toll glatt an. Also der Filz ist wunderbar zusammengegangen. Kann man oben fühlen, kann man auch unten fühlen. Ja, ist schon sehr schön. Jetzt wird es Zeit, ihn von der Form zu lösen. So, hat sich wunderbar gelöst. Da hat die Folie gut gearbeitet. Und hier kann man auch wunderbar die Einkerbung für den Kopf sehen. Die ist nachher ganz wichtig, wenn die Krone geformt wird. Der Hut wird auch von seiner letzten Form gelöst. Die feine Linie, die die Kordel über Nacht in den Filz gedrückt hat, markiert den späteren Rand der Krempe. Langsam bekommt alles seine endgültige Form und sieht nun immer mehr nach einem echten Hut aus. Mit einer speziellen, stabilen Rundschere arbeitet sich Elke vorsichtig am Rand entlang. Geschnitten wird dabei bewusst entgegen der Rundung von Hut und Schere. Nur so bleibt die Linie präzise und die Form folgt nicht der Schere, sondern der Hand. Den letzten Feinschliff erhält die Krempe mit Schleifpapier. Und dann kommt wieder heißer Wasserdampf zum Einsatz aus dem Steamer. Der Hut bekommt seine charakteristischen Kniffe. Ich finde es ganz toll, wenn der Kopf in der eigenen Hand, mit den eigenen Händen erschaffen wird und entsteht und man dadurch auch eine ganz bestimmte Individualität hat. Jedes Material wirkt anders. Wenn mir ein Kunde sagt, ich möchte die Augen, das sind die seitlichen Einkniffe, etwas ausgeprägter haben oder weniger ausgeprägt haben, dann kann ich da ganz gezielt drauf eingehen. Das macht man alles mit heißem Dampf. Jeder Hut bekommt ein Innenband, auch Schweißband genannt. Es liegt direkt am Kopf an, sorgt für guten Sitz und kann bei Bedarf auch ausgetauscht werden. Elke Tombers Hüte bekommen dazu noch ein Zierband in Rot-Weiß, die Farben der Stadt Köln. Ich wollte immer etwas mit den Händen machen. Mir war ganz wichtig zu sehen, wenn ich abends nach Hause gehe, was habe ich gearbeitet, was habe ich geleistet. Und das gibt es nichts Besseres, als das im Handwerk zu sehen. Und nach wie vor gilt für mich immer noch die Regel, Handwerk hat goldenen Boden. Und ich würde auch jedem jungen Menschen empfehlen, unbedingt mal im Handwerk zu schnuppern und zu gucken, was kann ich eigentlich, was können meine Hände, was kann ich. Und ich glaube, so manch einer wird erstaunt sein, was alles möglich ist. Vor allem braucht es dafür Geschick und Geduld. Beides ist hier unverzichtbar. Nachdem das Innenband eingesetzt und sorgfältig gereiht wurde, wird es mit feinen Stichen fest in den Filz eingenäht. Die Naht verschwindet hinterher unter dem Hutband. Eine filigrane Arbeit, die trotzdem viel Kraft erfordert, denn durch das Dehnen und Ziehen ist der Filz dicht und äußerst stabil geworden. In meiner Ausbildung als Modistin habe ich gelernt, die Hutbänder von einer Seite anzunähen. Und zwar so, dass man sie auf der anderen Seite nicht sieht, die Einstiche und auch das Garn. Ist aber bei dieser festen Qualität hier nicht möglich. Da musst du durchstechen durch den Hut, sonst hält das Band nicht. Und das Material ist so dicht und so fest, dass ich den Fingerhut unbedingt brauche, um da auch wieder zurückzustechen. Ja, also dieses Hin- und Herstechen, das mache ich nur mit meinem Fingerhut. Ein klassischer Vor- und Zurückstich. Und wieder kommt Wasser ins Spiel. Diesmal für das Krempenband, den sogenannten Einfass.
Die Feuchtigkeit macht auch dieses Material geschmeidig, damit es sich später sauber und gleichmäßig um den Hut legt. Zunächst wird das Band dafür mittig gefaltet und dann gedämpft. So, das Band habe ich jetzt schön geknickt und nochmal gebügelt. Und jetzt bekommt es eine schöne Rundung, damit es nachher toll über den Rand passt. Und dafür brauche ich Duke Ellington. Eine Schallplatte, auch wenn die wahrscheinlich nach so vielen Bändern keinen vernünftigen Ton mehr abspielt. Sie hat immer noch die perfekte Rundung. Jetzt kann man es noch ein bisschen ziehen. So. Kurz trocknen lassen und dann ab an den Hut. Das Band wird zunächst sorgfältig am Rand fixiert. Es ist ein feines Ripsband, benannt nach den charakteristischen Rippen im Gewebe. Es besteht aus einer Mischung aus Baumwolle und Kunstfaser. Die Nadel markiert die hintere Mitte. Dort wird das Band später zusammengenäht. Ganz wichtig auch hier, erst wird alles sorgfältig gesteckt, anschließend mit einem weißen Faden locker gereiht, also vorgeheftet und fixiert. Eine feine Arbeit, bei der nichts verrutschen darf und jeder Handgriff sitzen muss. Perfektion ist wichtig. Das Band, der Einfass, verleiht der Krempe nicht nur Stabilität, sondern schützt den Filz auch vor Abnutzung. Erst jetzt folgt die fast unsichtbare Naht. Stoff und Faden sind farblich abgestimmt, sodass alles wie aus einem Guss wirkt. Ich nähe das Band jetzt mit ganz, ganz kleinen, feinen Stichen an. Am besten geht man immer in die kleinen Schlaufen und sticht zurück quasi in das gleiche Löchlein, nur etwas schräg, damit der Faden im Filz Haftung findet. Und so ist gewährleistet, dass man keinen einzigen Stich sieht. Ja, ist auch alles Übungssache, ne? Am Anfang war ich auch nicht so schnell. Braucht alles seine Zeit. Und handwerkliches Können durch eine lange Berufserfahrung. Ihre Ausbildung zur Modistin schloss Elke Tombas in den 80er Jahren ab. An die lockeren Sprüche von damals erinnert sie sich bis heute. Also früher haben wir immer gesagt, Meister, ich bin fertig. Darf ich trennen? Hier muss nichts aufgetrennt werden. Es ist alles perfekt. Die letzten Fäden. So kann man schon wunderbar erkennen, wo die Reise hingeht. Jetzt kommt noch das schöne Band, die Garnitur. Die wird hier mit der Farbe auch noch mal aufgefasst. Der Rand hat eine wunderbare Stabilität erhalten. Kann der Kunde schön mitspielen. Ja. Ein Fedora kann elegant wirken oder ganz lässig. Die Form bleibt klassisch. Schön. Den Charakter bekommt der Hut vor allem durch seine Garnitur. Unser Hut wird mit einem feinen Seidenband veredelt. Jetzt wird erstmal gesteckt. Und zwar ganz fein, dass oben ein paar Millimeter vom Ripsband sichtbar sind. Eine filigrane Arbeit, bei der es auf jeden Millimeter ankommt. Damit der Seidenstoff nicht vom Ripsband rutscht, gilt auch hier die Reihenfolge: erst stecken, dann reihen, dann nähen. Es klingt wie doppelte Arbeit, aber gut gereiht ist halb genäht. Auch ein Spruch aus Elkes Lehrzeit als Modistin. Und wieder kommt Dampf ins Spiel. Auch das Hutband bekommt so eine leichte Rundung eingebügelt. Sehr gut.
Wichtig, die Enden des Hutbandes werden leicht angeschrägt zusammengenäht. Später sorgt genau das dafür, dass sich die Schleife sauber in die Garnitur einfügt. Und noch einmal Dampf aus dem Steamer. Elke bürstet die letzten kleinen Unebenheiten aus dem Filz, damit auch keine Delle oder ein Nahteinstich stört. Zum Schluss geht es nochmal an die Kronenmulde. Sie muss exakt ausgearbeitet werden, damit der Hut nicht nur gut aussieht, sondern auch bequem sitzt. Der letzte Kniff gilt den Augen, den seitlichen Eindellungen. Und dann darf der Hut in Elkes Händen auskühlen. In der Hutgeschichte ist es ja so, dass die Damen ihre Garnitur, den Garniturabschluss auf der rechten Seite tragen und die Herren auf der linken Seite. Ein kleines Detail, denn ein Fedora kann von Männern und von Frauen getragen werden. Hier sitzt die Schleife natürlich links, dort, wo die Nadel steckt. So, das Garniturband nähe ich jetzt hier erst einmal mit großen Stichen an, zum Kreuzstich am besten, dann hat es schön Halt. Und jetzt werde ich das Band genau hier in meiner Naht festnähen mit kleinen Stichen und jetzt werde ich den Hut mal rumdrehen. Ich ziehe hier das Futterband quasi weg, damit ich nicht übers Futterband stecke, sondern versteckt unter dem Futterband. Eine knifflige Arbeit. Aber genau so verschwinden später alle Stiche unter der Garnitur. Selbst die etwas gröbere Naht des Futterbandes ist jetzt nicht mehr zu sehen. Auf jedem handgefertigten Hut von Elke Tombas findet man auch das Signet der Firma Diefenthal. Ein kleines Emblem, das an den Riegel der Schleife genäht wird. Zum Abschluss bekommt die Garnitur mit der Schleife die letzten Stiche. Das Hutband mit den abgeschrägten Enden fügt sich dabei wunderbar harmonisch ein. Meine Schleife habe ich jetzt schon schön festgesteckt. Jetzt werde ich erstmal beginnen, den Riegel zu nähen. Ich fange hier unten an, den ersten Stich und dann von innen den zweiten und ziehe das dann hier so rüber. Aber alles von innen, damit man die Stiche von außen eben nicht sieht. Passt. So, und jetzt drehe ich den rum und vernähe. Auch das eine ganz filigrane Arbeit, echte Handwerkskunst eben. Was jetzt noch fehlt, ist das Futter, die Krönung eines jeden Hutes. Damit es später sauber sitzt, muss der Fadenlauf des Stoffes stimmen, damit er dort dehnbar bleibt, wo es drauf ankommt. Auch wo sich später im Hut die Vorder- und Rückseite befinden, muss markiert werden, damit am Ende alles perfekt zusammenpasst. Ein Futter im Hut ist edel und funktional zugleich. Es wird den Hut auch von innen schützen. Der Hut ist ja nicht nur da, dass andere mich sehen. Das denkt man so oft. Ah, guck mal, jetzt werde ich gerade angeguckt, sondern auch, er gibt mir Schutz. Er gibt mir Schutz bei Wind, bei Wetter, bei Regen, bei Sonne. Ja? Er gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, warum ein Hutträger einen Hut kauft und wie er sich im Ganzen damit fühlt. Aber eins ist klar, er fühlt sich auf jeden Fall komplett angezogen und sicherlich ein großes Stück erhaben. Das Futter wird nur gesteckt, nicht vorher gereiht. Da braucht es Fingerspitzengefühl. Seitlich habe ich das Futter jetzt zugenäht und jetzt geht es daran, die Kopfplatte an das Grundfutter zu nähen. Und hier hatte ich ja vorhin markiert, hinten. Und da beginne ich jetzt mit dem Zusammenstecken. Das Gleiche machen wir vorne.
So, und jetzt schauen wir mal, ob es klappt. Es braucht viel Erfahrung an der Nähmaschine, um eine runde Kopfplatte fehlerfrei und ohne Falten an das seitliche Futter zu nähen. Aber es hat geklappt und jetzt kann das Futter in den Hut. Wichtig ist, dass die Lage genau stimmt. Die hintere Naht kommt nach links, dort wo auch die Schleife beim Herrenhut sitzt. Und dann wird es mit groben, nicht sichtbaren Stichen an den Filz geheftet. Jetzt ist er fast fertig, unser Fedora. Was noch fehlt, ist ein kleines Detail. Ich werde dem Hut jetzt noch eine sportive Note geben und so ein bisschen kernig und werde jetzt noch mal mit groben Stichen dieses kleine feine Lederband drumherum nähen. Das Lederband wird locker über der Garnitur liegen. Trotzdem muss es befestigt werden mit 2 kleinen Kreuzstichen, diesmal sichtbar angenäht. Das gehört zur kernigen Note. Okay, da bin ich. Und muss hier drunter. Futter ist drin, Futterband ist drin und jetzt kommt das kleine Emblem noch darüber. Das Futter habe ich an der Stelle offen gelassen, wegen der Flexibilität. Wenn man den Hut mal dehnen muss, hat man immer noch die Möglichkeit, hier sich auszuweiten. Und das kommt darauf, auch damit man die Mitte, hintere Mitte gut erkennen kann. Das nähe ich jetzt noch händisch fest. 2 Tage braucht Elke für einen handgefertigten Männerhut. 2 Tage, in denen sie Filz, Bänder, Stoff dehnt, dämpft und näht. Danach ist die Arbeit am Hut beendet. Und der ist dann bereit für seinen neuen Besitzer. Unser Hut ist fertig, ein Fedora, ganz tolle Wollqualität, schön weich, da wird der Träger seine Freude dran haben. Kleiner Eyecatcher, einmal das schöne rote Band aus Seide, dann natürlich gepaart mit dem Leder, gibt dem Hut so ein bisschen was Kerniges. Und wenn der Träger den Hut absetzt, hat er natürlich ein wunderbares, glänzendes Innenfutter in hellblau. Schöne Farbkombination, wie ich finde. Der letzte Schritt, die Premiere. Ein großer Moment. Für Hut, Kunde und Elke Tombas. Okay, bitteschön. Wenn ein Hut fertig ist und der Kunde kommt rein und sieht den Hut und setzt ihn dann auf, das ist für uns beide, also sowohl für mich als auch für den Kunden ein ganz besonderer Moment. Das ist immer dieser Wow-Moment. Und ich bin jedes Mal wieder erstaunt, steht ihm, passt ihm, wunderbar. Das ist ein tolles Gefühl für beide Parteien. Es ist immer damit verbunden, dass man ja, fast erleichtert lächelt und sagt, ja, alle Arbeit hat sich gelohnt. Ein handgefertigter Fedora. Echte Handwerkskunst. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.